Heute backen wir Brötchen auf. Die weichen Brötchen aus dieser Tüte. Ich zeige euch 4 Variationen und mal gucken, ob wir die perfekte Möglichkeit finden, wie wir richtig tolle Brötchen aufbacken. Viel Spaß beim Video. Heute geht es einfach mal um diese Aufbackbrötchen, diese weichen, die ihr immer in der Tüte kaufen könnt, weil da gibt es immer ganz, ganz viele Fragen und jede Menge Fragezeichen, weil einige da ganz viel mit falsch machen, aber es gibt auch die Leute, die nur darin Brötchen aufbacken und das ist natürlich auch schade, denn damit kann man auch viel mehr als nur Brötchen aufbacken. Ich kenne da einen ganz witzigen YouTube-Kanal, da findet ihr auch ganz tolle Rezepte. Also diejenigen, die jetzt nur Brötchen aufbacken, denen empfehle ich das jetzt mal. Ansonsten gehen wir jetzt mal zu dem Thema Brötchen aufbacken im Omnia-Backofen. Das ist ja auch immer ein heikles Thema, weil man kann viel falsch machen, aber ich habe jetzt 4 Omnias hier stehen und ich versuche jetzt mal mit euch 4 verschiedene Variationen zu machen. Und dann gucken wir mal, vielleicht finden wir ja sogar die perfekte Möglichkeit, Brötchen aufzubacken. Also ich habe einmal die Möglichkeit mit der Grundausstattung. Das heißt, ihr habt nur die Backform und wir machen da einmal die Brötchen drin. Wir schauen, was passiert. Dann haben wir die Möglichkeit, wir nehmen erstmal diese, weil es gibt ja von Omnia auch ein Aufbackgitter. Das ist ja von Omnia halt gemacht worden, um Brötchen aufzubacken. Und da gucken wir halt, wie werden die Brötchen denn, wenn wir halt das Aufbackgitter benutzen. Also gibt es einen Unterschied dann nur in der Form oder dann halt mit Aufbackgitter und der Form. Und die nächste Variation ist dann nur mit der Silikonform. Das heißt, hier haben wir ja ohne und hier haben wir dann die Silikonform. Mal schauen, wie die Brötchen da drin werden. Und dann haben wir natürlich noch die 4. Variation mit allem Zubehör, das heißt mit Silikonform und dem Aufbackgitter. Und da gucken wir auch mal, was wird. Mal gucken, was am Ende bei rumkommt. Wir fangen jetzt erstmal an zu backen. So, wir füllen jetzt erstmal die ganzen Formen. Ich empfehle euch da auch die weichen Formen, weil die eingefrorenen, die kriegt ihr halt nicht so gut rein. Ihr seht jetzt auch, dass der Kamin schräg zuläuft. Das heißt, ihr müsst die sowieso quetschen. Da hier unten ja natürlich jetzt aufgrund des Kamins weniger Platz ist, werde ich die hier einmal schräg reinlegen, damit die überhaupt reinpassen. Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr jetzt nicht so hoch an den Kamin kommt, sondern dass ihr wirklich den Kamin noch frei habt, weil sonst brennt euch das auf jeden Fall sofort an. So, das jetzt ist mit dem Aufbackgitter. Das Aufbackgitter liegt ein bisschen höher von unten. Das heißt, ihr habt schon wieder ein bisschen mehr Platz, als wenn ihr es ohne Aufbackgitter macht. So, in dem Fall könnt ihr nämlich die Aufbackbrötchen perfekt so reinlegen. So, müsst ihr halt ein bisschen quetschen. Deswegen sind auch gefrorene Brötchen dazu nicht geeignet. Die würden auch länger dauern. Oder ihr nehmt halt schmale Brötchen. Bei den kleinen schmalen Brötchen, bei diesen Baguettebrötchen ist es halt so, die würden jetzt ohne weiteres reinpassen, aber die sind ja auch sehr klein, das heißt, ihr müsst viel mehr an Menge nachher machen. Wir gucken erstmal, wie die jetzt alle werden und dann entscheiden wir, ob kleine oder große Brötchen. Da das auch wieder unten sehr schmal ist, werde ich die genauso hinlegen wie halt bei diesen. Einmal ein bisschen hochkant. So. Und hier ist es natürlich wieder so wie mit dem Aufbackgitter. Ihr könnt die Brötchen in dem Fall wieder perfekt reinlegen. Klar, wieder ein bisschen, vielleicht ein bisschen formen, aber die passen da sehr gut rein. So, ein bisschen zur Seite schieben. Also 4 Stück passen immer gut rein. Die gehen ja auch nicht mehr auf, die sind ja schon aufgegangen. Das heißt, ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr nachher den Deckel nach oben steigen habt. Die Brötchen bleiben in der Größe halt. Und jetzt wandern die alle mal jeweils auf einen Gaskocher. So, jetzt wandern die alle einmal auf Achtet bereits darauf, dass die Omnias alle mittig stehen auf der Flamme. Und jetzt geht es einmal darum, welche Flamme nehmen wir denn? So, grundsätzlich sage ich ja auch immer, ihr braucht eigentlich nicht einheizen. Bei den Brötchen heize ich trotzdem 1 Minute ein. Und ich sage deswegen einfach mal 1 Minute, weil bei der Silikonform müsst ihr immer vorsichtig sein. Deswegen macht es wirklich in dem Fall nur 1 Minute. Die Luft wird ganz schnell warm da drin und dreht es dann bitte auch runter.
Die Brötchen brauchen in der Regel nicht lange, so 15 bis 20, manchmal auch 25 Minuten. Es kommt auf den Hersteller an. Deswegen gebe ich euch gleich noch mal ein, zwei Tipps dazu, was ihr beachten müsst, weil es immer unterschiedliche Hersteller sind. Aber wir gehen jetzt Schritt für Schritt vor, das heißt, wir machen die jetzt erstmal drauf. Ich mache alle auf 1 Minute auf voller Flamme und drehe die dann runter auf kleiner Flamme. Kleine Flamme deswegen, weil ich bin vorsichtig mit der Silikonform. Ihr könntet diese ohne Silikonform auch auf mittlere Flamme machen. Dann würdet ihr aber vielleicht ein anderes Ergebnis bekommen. Deswegen mache ich alles auf gleich, damit ihr wirklich seht, wie unterschiedlich die werden in der Zeit. So, also wie gesagt, Silikonform aufpassen und jetzt wandern die erstmal alle für, ich denke, erstmal 20 Minuten auf kleiner Flamme dann und dann schauen wir mal, wie die geworden sind. Achtet bitte gleich auch, große Flamme einzustellen ist ja nicht schwierig, aber wenn ihr gleich die kleine Flamme macht, dann guckt euch bitte die Flamme an. Am besten ist es, ihr dreht einmal auf volle Flamme, die habt ihr ja gleich an, und dreht einmal auf fast kleiner Flamme, sodass sie fast ausgehen würde, sodass ihr seht, wo die ganz winzig kleine Flamme wäre. Und da dreht ihr ein bisschen höher, sodass ihr halt nicht ganz klein habt, sondern ein bisschen mehr als klein. Aber immer die Augen benutzen, weil es ist abhängig davon, wie viel in eurer Kartusche drin ist. Die Kartusche gibt euch eigentlich an, wie hoch ihre Flamme sein kann. Habt ihr eine volle Kartusche, kann es sein, dass die Flamme im kleinen Zustand, bis ihr die runtergedreht habt, wirklich lange dauert. Und wenn ihr aber schon eine halbe Kartusche nur habt, kann es sein, dass die Flamme ganz schnell klein ist und ihr gar nicht bis nach unten drehen müsst. Von daher bitte immer gucken, das ist immer wieder mein Tipp und ich hoffe, der wird auch beherzigt. So, auf geht's. So, die Brötchen waren jetzt alle 1 Minute auf voller Flamme und 20 Minuten auf kleiner Flamme. Ich habe nach 15 Minuten einmal kontrolliert und dann waren die ersten auch noch nicht so toll. Ich habe gesagt, okay, lasse ich noch mal 2-3 Minuten länger drin. Ich habe die jetzt alle 20 Minuten drin gelassen und ihr könnt jetzt gleich mal die Ergebnisse sehen, wenn wir die einzelnen Deckel öffnen. Wenn ihr das hier riechen könntet, es riecht schon leicht verbrannt und ich glaube, ich weiß auch, welches Omnia-Töpfchen das ist. Das erfahren wir jetzt einmal. So, das ist die Variation, ist das mal hier hinten, die Variation, wo wir nur den Backofen benutzt haben. Das heißt, ohne Aufbackgitter, ohne Silikonform, nur den reinen Backofen. Die sind total heiß. Ich lege das mal lieber hin, weil die sind echt heiß. So, der klebt sogar schon an. Und der klebt deswegen an, weil, ihr seht es hier schon, und hier, das ist jetzt die Unterhitze gewesen, der lag also so drin. Aufgrund dessen, weil die Backform echt super heiß ist und die Brötchen direkt auf der Unterhitze liegen, ist die Gefahr natürlich ganz groß. Ihr hättet das jetzt ja auch 5 Minuten weniger drin lassen können, dann wäre es vielleicht nicht so schwarz geworden, aber es war auch da schon etwas schwarz und die waren hier wirklich noch total hell und haben auch nicht geknackt. Ein weiterer Nachteil ist natürlich auch, wenn ihr es hier sehen könnt, dass ihr jetzt auch schwarze Flecke da drin habt. Ich gucke nochmal, dass ich noch eins rausnehme. Boah, sind die heiß. So, könnt ihr hier zum Beispiel sehen, ihr habt jetzt hier wirklich, der rutscht immer runter, immer schwarze Flecke drin. Das ist halt von den angebackenen Brötchen. Die kriegt ihr auch nicht mehr so schnell raus. Das ist auch noch so ein Nachteil. Diese Variante kann ich auch wirklich nicht empfehlen. Ich habe das natürlich jetzt extra zum Test für euch gemacht. Ich wusste, dass es anbrennt. Das ist immer das hauptsächliche Problem, dass wirklich viele das hier reinlegen und anmachen. Einige drehen es dann zwischendurch auch um ihre Brötchen, damit die halt nicht dunkel werden. Kann man auch alles machen, ist aber auch alles ein bisschen umständlich. Aber wir gucken mal, was die anderen Variationen für Möglichkeiten bieten. Vielleicht finden wir ja etwas, was nicht so arbeitsaufwendig ist. Ja, aber wir gucken einfach mal. Nächster. Die nächste Variation ist mit dem Aufbackgitter. Das heißt, ihr habt ja jetzt hier das Aufbackgitter reingelegt. Das Aufbackgitter ist ja extra dafür gemacht worden, hergestellt worden von Omnia, um Brötchen aufzubacken. Auch ohne Silikonform, sondern nur das Aufbackgitter als Zubehör. Und dann schauen wir mal. Die sind jetzt sind schon dunkel geworden, nicht zu dunkel, aber dunkel, weil die halt direkt am Kamin waren.
Es kann euch auch echt passieren, dass die richtig schwarz werden, aber die Variation wäre ja natürlich noch, das ist natürlich etwas dunkler, wäre natürlich noch akzeptabel, wenn man das so machen würde. Variation Nummer 3 ist nur die Silikonform. Da ist es auch das Problem, dass die viel zu nah an der Unterhitze liegen. Ach, sind die heiß. Die sind halt wirklich viel zu nah an der Unterhitze und werden da auch richtig braun. Das heißt, die werden da auch hart. Ne? Die werden da auch hart. Da habe ich auch geguckt nach 15 Minuten, da waren die noch gar nicht toll und habe auch gesagt, lass die mal ein bisschen länger drin. Sind jetzt zu dunkel. Das kann man natürlich noch variieren, ob man das vielleicht 2-3 Minuten weniger drin lässt und das Ergebnis dann anders ist. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch die Variation mit dem Silikonform und dem Aufbackgitter und mal sehen, wie die geworden sind. So, das ist jetzt die Variation. Ihr seht, die sind wirklich gar nicht dunkel geworden. Überhaupt nicht dunkel, das heißt unten nicht dunkel geworden. Das liegt natürlich daran, die Silikonform nimmt von der Hitze ganz viel weg. Deswegen habt ihr die jetzt auch nicht hier vorne, wo die an der Silikonform lagen oder halt am Kamin, wo die Silikonform war, habt ihr es halt nicht so dunkel. Das liegt an der Silikonform. Und in Verbindung mit dem Aufbackgitter liegen die natürlich auch noch höher, sodass die hier oben auch noch echt richtig schön braun wurden. Die knacken richtig, kann man vielleicht hören. Die knacken richtig, die haben eine richtig tolle Farbe, Konsistenz. Und da würde ich sogar sagen, das ist die perfekte Möglichkeit, das aufzubacken. Ja, ich fasse das gleich nochmal alles zusammen, was wir gemacht haben. Und damit ihr vielleicht auch eure Fehler vermeiden könnt, überhaupt keine Fehler mehr macht oder auch perfekte Brötchen hinbekommt. Einmal noch mal kurz auf die einzelnen Variationen. Da sage ich mal eben kurz was zu, damit ihr auch das alles noch mal genau im Bild habt. Die sind jetzt auch ein bisschen abgekühlt, ich kann sie jetzt auch anfassen. So, die Variation nur mit dem Ofen rate ich von ab. Ganz ehrlich, ich wusste das vorher schon, rate ich von ab, weil ihr habt wirklich diese schwarzen Stellen. Ihr bekommt diese schwarzen Stellen halt in der Omnia-Form und die kriegt ihr teilweise nicht mehr raus. Abgesehen davon ist das auch nicht gesund und ist auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Wir wollen eigentlich schöne Brötchen haben. Ja, es gibt welche, die drehen die ständig und man kann sie jetzt auch kleiner stellen oder weniger Minuten drin lassen. Das waren ja jetzt 20 Minuten. Auch bei 17 Minuten, denke ich, habt ihr braune Stellen trotzdem, weil die Backform einfach viel, viel zu heiß ist und das halt diesen Schaden nimmt an den Brötchen. Die Variation mit dem Aufbackgitter, was ja auch gedacht ist von Omnia, das könnt ihr natürlich machen, dann habt ihr natürlich nicht ganz so braune Stellen, aber da, wo die Brötchen andocken, das heißt vor allen Dingen am Kamin, wo es wirklich sehr, sehr, sehr heiß ist, da bekommt ihr natürlich dunklere Stellen. Aber diese Möglichkeit favorisiere ich eher, als wenn ihr das macht. Das ist wirklich, da würde ich ganz von abraten. Bitte nehmt wenigstens das Aufbackgitter dazu und da müsst ihr dann auch wirklich aufpassen mit eurer Zeit. Mit der Silikonform. Mit der Silikonform habt ihr natürlich auch das Problem gehabt, dass die unten halt, die wurden jetzt nicht schwarz, aber die wurden ziemlich braun. Und das liegt halt daran, dass die wieder zu sehr an der Unterhitze sind. Auch wenn die Silikonform ganz, ganz viel von der Hitze nimmt, habt ihr halt nicht diesen Schwarzeffekt, sondern halt nur einen Brauneffekt. Ja, die werden dann aber auch dementsprechend härter. Ja, man kann jetzt sagen, okay, lasse ich dann auch 3 Minuten weniger drin, aber dann werden die halt oben wieder nicht so toll. So, jetzt müssen wir eine Variation finden, wo die Brötchen gleichmäßig an Ober- und Unterhitze sind und nicht zu stark an der Hitze der reinen Backform. Das ist natürlich hiermit gedacht. So, mit der Variation Aufbackgitter und Silikonform habt ihr natürlich dann die gleichmäßige Sache von Ober- und Unterhitze, denn durch das Aufbackgitter liegen die Brötchen natürlich mehr an der Oberhitze, das heißt am Deckel und nicht direkt an der Unterhitze am Boden. Somit habt ihr natürlich auch nichts schwarz und die werden wirklich braun oben, die kriegen wirklich eine schöne braune Schicht, die werden knackig und die brennen euch auch nicht am Kamin an, aufgrund der Silikonform. Diese Variante rate ich auch immer zu und die ist wirklich perfekt,
Da müsst ihr allerdings aufpassen, bitte nicht auf die große Hitze, weil sonst nimmt eure Silikonform Schaden. Deswegen habe ich Brötchen auch nur auf kleiner Hitze gebacken. Zwar 20 Minuten, aber dafür lieber 5 Minuten länger, als wenn ihr auf mittlerer oder gar großer Flamme backt. Große Flamme ist ein absolutes No-Go. Bitte keine Brötchen auf großer Flamme aufbacken, denn dann habt ihr diese Farbe komplett, also komplett schwarz. Ihr habt dann wirklich kleine schwarze Bälle. So, mein Tipp noch zu den einzelnen Brötchen, und zwar zu den Herstellern. Wenn ihr diese Aufbackbrötchen aus der Tüte nehmt, dann nehmt bitte auch eure Augen diesmal wieder hinzu. Ja klar, riechen, das werdet ihr riechen, aber wenn ihr das aufmacht und die Brötchen sind noch hell, kann es sein, dass es am Hersteller liegt. Deswegen bitte den Fühltest machen. Bitte fühlt wirklich, wie sind die Brötchen, wie fühlen die sich an? Fühlen die sich schon knackig an? Denn die Möglichkeit besteht, dass sie knackig sind, aber nicht braun werden. Na, so wie hier zum Beispiel. Da seht ihr den Unterschied. Dies ist die gleiche Marke. Die sind braun geworden und die halt nicht, aber die sind knackiger und die sind hart. Das heißt, bitte macht den Fühltest. Ich rate euch bei allen Aufbackbrötchen, bitte macht so nach 12 Minuten einmal den Guck- und den Fühltest. Normalerweise macht man beim Omnia nie immer den Deckel auf und zu, weil man dann die Oberhitze klaut. Bei Brötchen ist es nicht so tragisch, da könnt ihr das wirklich ruhig mal machen, weil die sind ja schon vorgebacken. Die braucht ihr nicht mehr großartig aufbacken, da kann also so großartig nichts anbrennen. Deswegen macht nach 12 Minuten ungefähr mal den Fühltest, es kommt wirklich auf den Hersteller an und dann könnt ihr euch irgendwann mal für euch selber einschießen, welche Brötchen denn für euch am besten sind, wo ihr sagt, ja, da brauche ich die und die Minute, da brauche ich die Flammeinstellung. Und dann klappt das auch mit meinen Brötchen. Meine Empfehlung, Silikonform, Aufbackgitter. Nach 12 Minuten macht ihr bitte einen Fühl- und Gucktest und bitte auf kleiner Flamme backen. Wenn die Brötchen eurer Meinung nach noch nicht gut sind, dann dreht die bitte nochmal auf kleiner Flamme und lasst die nochmal so 3 bis 4 Minuten drin, weil die müssen ja auch erst noch einmal aufheizen und dann macht ihr bitte nochmal den Test. Und jetzt denke ich, werdet ihr auch tolle Brötchen haben. Und klar, wenn der Bäcker in der Nähe ist, gehen wir zum Bäcker. Aber ansonsten habt ihr Aufbackbrötchen dabei, die ihr jetzt super gut hinkriegt. Schreibt doch bitte mal in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen sind. Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Welche Variation bevorzugt ihr? Oder konntet ihr aus dem Video irgendwas mitnehmen, wo ihr sagt, ey, ja, ich glaube, da liegt mein Fehler. Schreibt das mal in den Kommentaren, denn das ist auch immer für mich ganz toll zu wissen. Und dadurch kann ich auch wieder gucken, was kann ich an Videos weiterbringen, was kann ich verändern, wo kann ich euch neue Infos bringen. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was euch interessiert. Wo habt ihr Schwierigkeiten? Was können wir euch noch bringen? Wo kann für Reifen ein Klo vielleicht mal ein Thema zu bringen? Sind wir für offen? Und somit danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Und jetzt wieder mein Spruch. Abonniert uns doch einfach. Macht die Glocke an. Und dann erfahrt ihr immer wieder, wenn, hey, für Reifen ein Klo ist ein neues Video rausgebracht. Und dann seid ihr wieder toll informiert und Rezepte wird es geben, neue Informationen wird es geben. Wenn Neuerungen kommen, sind wir auch dabei und zeigen euch natürlich alles aus der Omnia Backofenwelt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Video.